Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, und heute soll es nochmal um meine Gozo-Inselumrundung gehen. Bin ja letztes Jahr im September einmal komplett um die Insel drumherum gewandert. Die 3 Wandervideos dazu, die ich gemacht habe, sind ja auch schon online. Also, so ihr es noch nicht gesehen habt, guckt mal rein. Ja, und jetzt dachte ich mir, wird es mal Zeit, dass wir uns noch mal so ein bisschen mit dieser Inselumrundung befassen, dass ich mal so ein bisschen ein Fazit ziehe, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp für diese Inselumrundung gebe, so ihr die dann mal vorhabt zu tun. Ja, knapp 60 Kilometer hatte die Tour, ungefähr 2000 Höhenmetern. Ja, und wie üblich werde ich das Ganze jetzt gleich in mehrere Kategorien einteilen, wie zum Beispiel Anreise, Wegführung, Einkehrmöglichkeiten, Material und so weiter. Ja, und dann würde ich sagen, wird jetzt auch gar nicht mehr viel drum rumgeschwätzt. Wir schauen uns mal den ersten Punkt direkt an, nämlich die Anreise. Ja, die Anreise. Wie kommen wir denn nach Gozo? Für alle, die noch nie von Gozo gehört haben, ist eine kleine Insel, die liegt mittendrin im Mittelmeer, direkt neben Malta, also gehört zu Malta dazu. Und da habt ihr im Prinzip auch schon euren ersten Schritt, wie ihr da hinkommt. Von hier aus, nämlich erstmal mit dem Flugzeug, könnt ihr nach Malta fliegen. Wenn ihr dort angekommen seid, müsst ihr dann mit der Fähre rüber nach Gozo. Heißt vom Flughafen erstmal mit dem Taxi oder mit einem Uber an den Fährhafen. Und dann habt ihr die Wahl zwischen einer Schnellfähre und einer normalen bzw. Autofähre, dann quasi von Malta nach Gozo überzusetzen. Empfiehlt sich hier die Schnellfähre vorab zu buchen. Die ist online nämlich günstiger als vor Ort. Genau. Wenn ihr dann auf Gozo angekommen seid, je nachdem, wo ihr dann absteigen wollt, eure Tour starten wollt, könnt ihr auch da wiederum mit dem Uber zu eurem Zielort, beziehungsweise falls ihr die Tour direkt am Fährhafen starten wollt, die Möglichkeit gibt es auch. Ja, müsst ihr von da gar nicht erst groß weg, sondern könnt direkt loslaufen. Ja, jetzt, da wir auf Gozo angekommen sind, schauen wir uns doch auch direkt mal den Weg an. Den Weg, wie ihr ihn hier neben seht, ist im Prinzip meine Inselumrundung. Die habe ich aus dem Roter Wanderführer, zum Material nachher aber noch mal mehr. Ja, und im Prinzip könnt ihr diese Inselumrundung einteilen, wie ihr gerade lustig seid. Ich habe aus dieser Inselumrundung 3 Etappen gemacht. Vom Wanderführer her sind 5 vorgegeben. Habe es deshalb ein bisschen, ja, mehr zusammengefasst, da ich in der Woche, in der ich da war, neben dem Wandern auch noch mit 2 Kumpels tauchen gehen wollte. Ja, war da so ein bisschen ein Kombiurlaub bei mir und das war auch, ja, ganz gut. Ja, aber ums Tauchen soll es heute ja nicht gehen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie ich denn die Routen eingeteilt habe. Los ging es hier in Marsalvorn. Da hatten wir uns, ne, ob des Tauchens dann fest einquartiert. Und dann habe ich von da aus immer Start und Ziel im Prinzip dann, ja, angefahren, beziehungsweise bin halt direkt in Marsalvorn gestartet. Und am ersten Tag ging es dann bis zum Inlandsee, am zweiten Tag vom Inlandsee bis zum Fährhafen im Gar und am dritten Tag vom Fährhafen aus wieder zurück nach Marsalvorn. Heißt im Prinzip vom Ziel zurück, beziehungsweise von Marsalvorn zum Startpunkt bin ich dann ganz einfach mit einem Uber gekommen. Das funktioniert auf der Insel ganz gut tatsächlich. Da lädt man sich die App aufs Handy runter, bucht da sein Uber, wird an dem Ort, wo man möchte, aufgelesen und dann auch quasi dahin gefahren, wo man hin möchte. Ja, wenn ihr die Etappen nicht ganz so sehr, ne, zusammenstauchen wollt auf 3 Etappen, wie ich das gemacht habe, könnt ihr euch einfach hier am Wanderführer an den 5 Etappen orientieren. Da startet ihr nämlich dann direkt am Fährhafen. Jetzt muss ich kurz spicken. Von da geht es weiter nach Schlendi, nach Birbuba, Marsalvorn, Inadur und letzten Endes wieder zurück zum Fährhafen. Heißt, ihr endet immer entweder im bzw. am Ort und hättet da dann Übernachtungsmöglichkeiten, müsst also nicht mit Uber quasi immer hin und her fahren.
Ja, ansonsten zum Weg selbst ist zu sagen, der Weg war richtig abwechslungsreich, da gab es ordentlich was zu sehen. Also, ihr habt sehr, sehr viel Pfadanteil dabei. Ihr habt zum Teil, Abschnitte dabei, da geht's weglos irgendwie durchs Gelände. Ihr habt natürlich aber auch wieder Abschnitte dabei, da geht's Stück weit über Asphalt. Bisschen Kraxelstelle war tatsächlich auch mal mit dabei. Es geht viel hoch und runter, also die Höhenmeter sollte man da nicht unterschätzen, ne? Ist auch viel Steilküste dabei, hoch, runter, also zum Strand runter, Steilküste, die Klippen wieder hoch. Das läppert sich, zumal die Temperaturen, aber da kommen wir auch gleich noch dazu, ja, sehr sportlich waren in Teilen. Ja, nach der Wegführung kommen wir mal zum Thema Schwierigkeit. Wie es schon angeklungen ist, den Weg solltet ihr auf keinen Fall unterschätzen. Das Ganze aus ja, mehreren Gründen. Hat ja schon erwähnt, die Temperaturen waren ja, recht knackig gewesen zu der Zeit, als ich da gewandert bin im September. Heißt, da ist noch Sommer, da ja, hat man wenig Schatten auch auf der Insel. Das heißt, die Sonne brennt. Ihr habt dementsprechend ja, um die 30 Grad dann auch ganz gerne mal. Das war sehr schweißtreibend. Also wie ihr hier seht, ich sah zwischendurch auch mal angemessen erschöpft aus. Ansonsten Trittsicherheit braucht ihr ja auch wieder. Wie gesagt, ihr habt zum Teil wegloses Gelände. Ihr habt hier auch zwischendurch auf einmal so eine Kraxelstelle beziehungsweise eine Stelle, wo es dann auch mal über so Metallsprossen im Felsen dann runtergeht. Habt ihr nicht oft auf dem Weg, aber es kommt vor. Ansonsten auch sehr viel, ja, so steinigen, geschotterten, losen Untergrund. Da wird es auch gegebenenfalls mal rutschig. Bei der dritten Etappe hatte ich dann noch mal 'n ganz anderes Problem. An dem Tag hat es dann nämlich geregnet und zum einen, wenn ihr auf diesen Betonstraßen bergunter unterwegs seid, die sind rutschig wie Sau. Dementsprechend hat es mich da dann auch einmal geschmissen. War dann weniger schön, beziehungsweise das andere Problem bei Regen ist, ihr habt dann einige sandige Passagen, beziehungsweise in dem Fall dann sehr lehmige Passagen. Das heißt, wenn ihr da berghoch oder bergunter wollt, berghoch macht ihr gefühlt jeden Schritt 2 bis dreimal. Ihr habt dann so diese Lehmklumpen am Schuh und runterzus müsst ihr auch dann aufpassen, dass ihr dann nicht den Abflug macht. Ja, eine Sache, die hier noch gesondert erwähnt werden muss, ist so eine Problematik, die mir vorher gar nicht bewusst war. Hätte ich mal ein bisschen intensiver in den Wanderführer reingeguckt, hätte ich es gelesen gehabt, aber ihr habt da relativ viel Jagdgebiet auf der Insel, beziehungsweise nicht zwingend Jagdgebiet, aber es wird sehr gerne gejagt. Wie ich im Nachgang erfahren habe, ist das zum Teil auch so ein bisschen ein Problem auf der Insel. Man hält sich da jetzt auch nicht zwingend an die Jagdsaison, an jagdrechtliche Vorgaben, was man jagen darf, was nicht. Und dann hatte dann an einer Stelle das Problem, dass ich dann mitten durch so ein Jagdgebiet dann durch musste. Ja, und dann wird auf einmal da rund um einen herum geschossen. Ist nicht ganz so lustig. Habe dann auch zugesehen, dass ich da durchkomme. Habe dann im Nachgang, wie gesagt, im Wanderführer gelesen, ja, ja, das ist bekannt, also dieses Jagdgebiet, und mit den Eigentümern wäre aber geklärt, dass da Wanderer unterwegs sind. Ähm, Da wäre auch eine Route durchaus geschildert, extra für Wanderer, um diesen sicheren Durchgang zu gewährleisten. Da gab es Markierungen, ähm, die ihn durchgeführt haben, ist richtig. Allzu sicher habe ich mich da aber trotzdem nicht gefühlt. Also das bei der Planung einfach mit berücksichtigen, dass man da öfter mal auch durch so Gebiete durchkommt, beziehungsweise dass dann auf einmal einer hier mit dem Gewehr an einem ja, vorbeirennt. Ja, nachdem ich euch jetzt von den Schwierigkeiten des Weges berichtet habe, ist jetzt natürlich die spannende Frage: Wofür nimmt man denn die ganzen Strapazen auf sich? Mit anderen Worten, gibt es auf dem Weg eigentlich auch was zu sehen?
Da muss ich sagen, jawohl, da gibt es einiges zu sehen. Vorneweg zu nennen sind die Salzpfannen. Da seht ihr auf der Inselumrundung einige. Also im Prinzip sind das Vertiefungen, die dann in diesen Fels hineingearbeitet sind. Und da wird im Prinzip das Meerwasser dann gesammelt, trocknen gelassen. Und dann holt man da, vereinfacht gesagt, das Meersalz dann raus. Sind auch noch einige in Betrieb. Bin ja direkt Anfang in Marsalvorn an einigen vorbeigekommen, nebendran direkt der Verkaufsladen. Was soll ich sagen? Dann habe ich natürlich auch gleich mal ein bisschen Meersalz geholt, ne? Wie sich das gehört, extra Kilos direkt zum Wanderstart. Und wenn ich es richtig gelesen habe, einige dieser Salzpfannen, die ihr da seht, reichen wohl auch bis in die Antike zurück. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Auch recht alt sind einige Türme, die ihr auf der Inselumrundung sehen könnt. Die stammen wohl vorwiegend aus dem 17. Jahrhundert. Sind gerade so auf der Südseite der Insel einige zu sehen. Hier zum Beispiel der Schlendi Tower. Einige davon kann man auch tatsächlich betreten, besichtigen und man hat von oben aus auch eine sehr, sehr schöne Aussicht. Was ihr ansonsten natürlich auch noch reichlich habt, ist Steilküste, gerade hier in dem südlichen Bereich dann auch. Die ist zum Teil sehr beeindruckend anzuschauen. Ihr seht es ja hier, das macht schon einiges her. Höchste Klippe gehen bis 150 Meter hoch, also das ist schon mal eine Ansage. Ihr habt zwischendrin aber auch mal sowas wie hier so einen Felsbogen, die ein oder andere versteckte Badebucht, den einen oder anderen ja, etwas öffentlicheren Strand, wo ihr dann vorbeikommt. Ja, also Badesachen einpacken lohnt auf jeden Fall. Ich hatte sie jetzt nicht dabei. Ich war nämlich gerade auf Etappe 2 und 3 allein unterwegs. Bei der ersten Etappe hatte ich ja noch meine zwei Kumpel mit dabei, die dann beim Tauchen waren im Nachgang. Und ich sage mal, alleine irgendwo hier Kameraequipment und Sonstiges dann am Strand deponieren, habe ich mich dann doch nicht getraut. Aber wie gesagt, wenn ihr sowas macht, so eine Inselumrundung, lohnt das auf jeden Fall an der Stelle auch mal ein bisschen Badesachen mit dabei zu haben. Ja, einen besonders schönen Abschnitt, der verlief dann durch eine Höhle. Leider war das am Regentag. Gut, in der Höhle selbst ist das jetzt eher egal, ob es draußen regnet. Das Blöde war, man musste von der Höhle, durch die ist man nämlich aber durchgelaufen, kam dann vorne wieder raus und musste dann den Abhang runter. Und da, zum Thema Schwierigkeit, lehmiger Boden, da hatte ich Spaß beim Abstieg. Genau, aber ansonsten diese Höhle selber, wo man dann quasi durchläuft, das ist schon sehr schön. Man hat auch von der Höhle aus eine schöne Aussicht, weil die auch relativ hoch liegt. Auch runter auf so einen Strand. Und an diesem Strand gab es dann noch mal eine kleine Besonderheit. Da hatte ich so ein bisschen Glück gehabt, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da war nämlich noch ein Schildkrötennest gewesen. Gut, das Nest selber hat man nicht gesehen. Die Eier sind natürlich in der Erde. Aber jetzt wurden hier Schutzmaßnahmen rundherum aufgestellt, sprich ein Zaun und so weiter. Nebendran ein paar Pavillons aufgestellt und dieses Schildkrötennest war dann bewacht, beziehungsweise man hat nebendran noch Infos bekommen zu diesem Nest. Also das war recht schick gewesen. Ansonsten, ihr kommt noch durch Orte durch mit Kirchen. Also es gibt sehr, sehr viele Kirchen auf Malta bzw. Gozo. Ich hatte das Pech, entweder sie waren zu oder es lief gerade ein Gottesdienst. Sprich, reingeguckt habe ich dann jetzt leider in keine. Aber das ist auch etwas, was man unterwegs sehen kann. Und die Route, wie ich sie gewählt habe, führt noch an einem der Highlights von Gozo vorbei, nämlich der Gigantia. Also im Prinzip wohl so eine sehr, sehr alte Tempelanlage. Ich meine so um die 5000 Jahre alt, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ähm, Bilder kann ich euch hier leider keine zeigen. Hab gefragt, nee, Filmen, Foto und so ist, wenn überhaupt, nur für Privatgebrauch. Und ja, schade drum, aber Besuch lohnt hier auf jeden Fall. Genauso unweit von dieser Gigantia gibt es noch eine alte Windmühle. Da kann man auch rein mit sehr schöner Ausstellung. Jo, also in der Hinsicht ist dann auch nochmal einiges geboten, was man da auch sehr schön mitnehmen kann. Ja, nochmal ein paar kurze Worte zum Thema Einkehrmöglichkeiten bzw. Unterkünften. Hat es ja vorhin schon gesagt.
Ihr habt im Prinzip 2 Varianten: zentral einmieten, irgendwo auf der Insel. Wir waren in Marsalforn. Ihr könnt aber auch genauso gut nach Chakra, nach Victoria, also den Hauptort der Insel, und dann mit Uber entsprechend hin und her fahren. Oder aber, wie gesagt, wenn ihr das Ganze mit Gepäck umrundet, habt ihr eigentlich auch immer die Möglichkeit, entweder am Ziel oder unweit des Zielortes dann zu übernachten. Ne? Zumal ihr müsst immer dran denken, die Insel selbst ist jetzt nicht übermäßig groß. Im Zweifelsfall, wenn ihr zum Beispiel so eine 5-Etappen-Variante macht, müsst ihr am Ende halt nochmal 1, 2, 3 Kilometer in den Ort reinlaufen, bei Etappenlängen von 13, 14, 15 Kilometern. Also das ist dann auf jeden Fall sehr überschaubar. Ansonsten habt ihr unterwegs, je nachdem, wo auf der Insel ihr gerade seid, immer mal wieder die Möglichkeit, unterwegs einzukehren. Also zwischen Marsalforn und dem Inlandsee war jetzt tatsächlich nichts gewesen, sprich auf meiner ersten Etappe. Am Inlandsee selbst habt ihr dann aber zum Beispiel auch wieder einen Kiosk, ne, ist auch ein Tauchspot. Ihr habt diesen Inlandsee als Sehenswürdigkeit noch nebendran, da ist also ordentlich was los. Ihr kommt in Schlendi durch, da habt ihr auch einen Kiosk, wie gesagt, den einen oder anderen Strand, wo ihr dann passiert, wo es dann auch einen Kiosk gibt. Ihr kommt auch mal durch den Ort selber durch. Ja, gibt es im Zweifelsfall mit kleinem Umweg auch nochmal so einen kleinen Supermarkt oder so. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall solltet ihr natürlich auf der Insel aber immer genug mit zu trinken dabei haben. Gerade wie gesagt, wenn ihr da eher bei sommerlichen Temperaturen unterwegs seid, das Wasser braucht ihr auf jeden Fall. Aber ansonsten habe ich dann auch natürlich ganz gern mal bei einem Kiosk kurze Pause gemacht, dann auch mal eine Cola getrunken oder so. Also das kann man dann auf jeden Fall dort machen. Also Einkehrmöglichkeiten, Unterkünfte sollten eigentlich auf der Insel bei der Umrundung kein Problem sein. Ja, wie finde ich mich denn bei meiner Inselumrundung zurecht? Also meines Wissens gibt es keinen ausgeschilderten oder offiziellen Wanderweg, der einmal um die Insel führt. Ich hatte meine Tour, wie gesagt, aus dem Roter Wanderführer. Sprich, ich habe mir von da die GPX-Datei runtergeladen, entsprechend in Komoot importiert und bin dann danach gelaufen. War hier und da ein bisschen problematisch tatsächlich, zumal die GPX-Datei nicht zwingend immer die örtlichen Gegebenheiten korrekt wiedergegeben hat. Heißt mit anderen Worten, die Datei hat dann gesagt, hier ist ein Weg und dann stehst du da, aber da ist kein Weg. Ich meine, gerade vor Schlendi war es gewesen. Da hast du dann nur Felsen vor dir und guckst, dass du dann irgendwie da runterkommst. Bin dann auf so ein paar Stufen gestoßen, die in den Fels gehauen waren und darüber abgestiegen. Es war aber nicht die Route, wie sie dann in der GPX-Datei war. Habe dann aber mal geguckt, bisschen weiter ab von dem, wie ich es gelaufen bin, hätte es dann wohl auch nochmal eine Variante gegeben, wie man runtergekommen wäre. Ist aber wie gesagt, wenn man die Datei hat und das Gelände vor sich hat, zum Teil tatsächlich ein bisschen schwierig zu sehen. Nichtsdestotrotz ist das so die Variante, mit der ihr wahrscheinlich am geschicktesten um die Insel kommt. Habe auch noch andere Wanderer unterwegs gesehen, die waren auch vornehmlich hier mit Handy und ja, irgendeiner App dann unterwegs gewesen. Ansonsten bin ich des Öfteren mal auf einen roten Punkt gestoßen, habe mich dann die ganze Zeit gefragt, was ist denn das? War aber auch tatsächlich dann zu faul gewesen, das mal zu googeln, habe das dann im Nachgang gemacht. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gehört dieser rote Punkt zu einem Trail-Event. Also da gibt es wohl einmal im Jahr einen Trailrun, auch rund um die Insel, beziehungsweise in verschiedenen Distanzen. Die längste sind dann die 50 Kilometer, einmal rundherum. Heißt, wäre ich diesem roten Punkt gefolgt, ne, also zum Teil bin ich das ja auch mit der GPX-Datei, das hat dann übereingestimmt, wäre ich wohl auch relativ gut um die Insel gekommen. Also für alle die, die sich für so ein Trail-Event interessieren, beziehungsweise Trailrunning selber betreiben und jetzt gerade aufhorchen, so, oh, Trailrunning und Gozo, Link zu dem Event natürlich packe ich euch, wie viele andere auch, mit in die Beschreibung hinein. Ja, mehrfach ist er bereits angeklungen. Der Roter Wanderführer, das war im Prinzip so meine kleine, in Anführungszeichen, Bibel
für die Inselumrundung. Jetzt ist aber der Roter Wanderführer hier, den ich für die Inselumrundung genutzt habe, nicht ein reiner Wanderführer für die Inselumrundung, sondern ein Wanderführer für Malta und Gozo, beziehungsweise für Comino ist die kleine Insel zwischendrin, also zwischen Malta und Gozo. Und da sind halt ganz, ganz viele Einzeltouren ja, abgedruckt. Nichtsdestotrotz, es gibt einen kleinen Abschnitt, der sich mit der Inselumrundung Gozo befasst. Es gibt eine GPX-Datei, die man sich dann anhand von diesem Wanderführer runterladen kann und wonach ich schon auch gelaufen bin. Und ansonsten muss man aber mit diesem kleinen Abschnitt zur Inselumrundung, wird dann immer wieder auf diese Einzeltouren verwiesen und da muss man sich so im Prinzip die Infos raussuchen, die dann für die Inselumrundung an diesen Stellen auch wieder relevant ist. Ist ein bisschen umständlich, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Nichtsdestotrotz besser wie nichts und wie gesagt, man kommt damit auch um die Insel herum. Was es auch noch gibt, was ich mir aber im Vorhinein nicht angeschafft habe, normalerweise würde ich es machen, da war ich, muss ich gestehen, diesmal in der Vorbereitung ein bisschen nachlässig gewesen. Es gibt noch eine Wanderkarte tatsächlich für Gozo auch von Kompass, verlinke ich euch unten. Zur Karte selbst kann ich euch jetzt leider nicht allzu viel sagen, wie gesagt. Ich habe sie mir im Vorfeld leider nicht angeschafft. Und ansonsten findet ihr auch noch das ein oder andere natürlich im Internet, auch gerade zum Thema Inselumrundung. Ich meine auch, diese Inselumrundung wäre auf der Seite Europas schönste Wanderwege mit aufgelistet. Aber so die wichtigen Links auf jeden Fall, falls ihr sowas machen wollt, falls ihr daran interessiert seid, packe ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung und würde sagen, da einfach selber mal ein bisschen stöbern. Ja, das waren sie gewesen, die meines Erachtens wesentlichen Punkte zum Thema Inselumrundung Gozo. Also wenn ich es nochmal ganz kurz und knackig zusammenfassen müsste, ich fand, es war ein super Weg, der war überraschend anspruchsvoll, ne, mit Kraxelstellen, Lehmingstellen und was da sonst noch so für Gefahren ja, auf einen zukamen und es gab auch wahnsinnig viel zu sehen, ja, mit also ganz, ganz viel Sehenswürdigkeiten, Türme, Salzpfannen, Steilküste und. Bisschen herausfordernd war dann auch die Wegfindung, aber wie gesagt, ansonsten im Ganzen gesehen war das mal eine richtig schicke Sache, diese Insel zu umwandern. Ja, eine spannende Frage bleibt an dieser Stelle noch. Würde ich denn die Inselumrundung nochmal so machen, wie ich sie letztes Jahr im September dann auch gemacht habe? Und da muss ich sagen, ich würde das ein bisschen anders angehen tatsächlich. Ich würde es zum einen nicht unbedingt auf diese 3 Etappen einteilen, sondern schon eher die 5 Etappen wie im Wanderführer dann tatsächlich auch wählen, weil es gibt so viel zu sehen unterwegs, dass man auch entsprechend ausreichend Zeit hat, sich die Sachen anzugucken. An einer Stelle würde ich die Tour tatsächlich auch ein bisschen deswegen modifizieren, und zwar der Abstecher nach Chakra rein zu der Gigantia. Den würde ich tatsächlich im Rahmen der Inselumrundung rauslassen. Würde da einfach, statt den Abstecher ins Inselinnere zu machen, an der Küste weiterlaufen und würde mir im Anschluss einfach nochmal einen extra Tag nehmen für die wesentlichen Sehenswürdigkeiten im Inselinnern von Gozo, also unter anderem, wie gesagt, die Gigantea, die Windmühle nebendran, die sehr schön anzuschauen ist, beziehungsweise auch nochmal den Hauptort selbst mit großer Festungsanlage. Also da sollte man auf jeden Fall, denke ich, sich die Zeit für nehmen. Ja, eventuell auch die Jahreszeit ist mit September noch nicht ganz ideal. Da vielleicht schon eher mehr in den Oktober reingehen, wenn es nicht ganz so warm ist, beziehungsweise eventuell auch das Ganze im Frühling machen. Wenn ich mir so das Bildmaterial im Wanderführer angucke, muss da die Insel doch auch überraschend grün sein. Gut, kann ich jetzt wie gesagt natürlich nicht beurteilen. Ich war im September da, habe Gozo vorher noch nie gesehen. Aber ich denke, im Frühjahr, so April, Mai, könnte das auf jeden Fall auch eine sehr lohnende Geschichte sein, wenn es da grün ist und blüht. Zusätzlich natürlich zu dem, was man sonst noch zu sehen hat. Gut, aber dann würde ich doch jetzt sagen, ich habe mal wieder genug erzählt. Heißt, für dieses Mal war es das wieder soweit von mir.
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr habt vielleicht Lust auf Gozo bekommen, beziehungsweise den ein oder anderen nützlichen Hinweis erhalten für eure Planung. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.